Das hier ist ja mal eine Muschel einer anderen Größe. Freunde von mir, die nennen mich immer der Unlucky Guy, weil ich immer das bekomme, was sonst kein anderer Aquarianer hat. Sondern du hast richtige Teller da drin. Wie kommt das so zustande? So, hier stehst du drauf. Da gehe ich dann hoch, ja, und das ist eine Muschel, die musst du mir retten, brech irgendwas ab, tu einfach alles irgendwie retten, was nur geht. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Dieser Mensch ist dem Internet nicht unbekannt, denn wir sind bei Lars, der schon mal bei der Tank Party zu Gast war, beziehungsweise Tank Party war bei dir zu Gast. Genau. Und viele haben gefragt, wie es diesem Becken geht. Exakt. Wir werden heute einen genauen Blick auf dieses 3.500 Liter System werfen, mit Technik, mit privaten Fragen an den Aquarianer dieses Meisterstücks und starten direkt durch. Natrop. Ich hatte mittlerweile über 100 private Meerwasseraquarien vor der Linse und jedes hatte einen ganz eigenen Charme. Besitzer von Aquarien schaffen sich eine eigene Welt, die sie nach ihren Vorstellungen gestalten können. Den meisten von ihnen dient bei diesem Prozess die Natur als absolutes Vorbild und das kommt bei Lars wirklich besonders gut zur Geltung. Ich selbst hatte noch nie die Möglichkeit, in einem Korallenriff zu tauchen, aber genauso wie es hier drin aussieht, stelle ich mir es vor. Dann erzähl uns doch mal bitte die Maße von diesem Becken, die sind ja ein bisschen verrückt, weil hier ist ja nichts gerade. Ja, leider eigentlich. Die Maße im Prinzip, was man sieht, sind 3 Meter vorne an der Front. Und die Tiefe vom Becken ist 1,55 Meter, knapp 1,60 aber halt auch nicht über die gesamten 3 Meter, sondern nur hier im hinteren Bereich. Weil ja das Becken so komisch angeschnitten ist auf der Seite. Ja? Wegen deiner Wand. Also deine Wand läuft quasi hier einmal lang. Die Wand, die hat leider mein Projekt verkleinert sozusagen. Sonst hätte ich das noch gerne ein bisschen größer gehabt. Genau. An sich füllt es ungefähr hier oben jetzt knapp 3000 Liter. Aber das ganze System hat mit Filterbecken unten, also Refugium, was ich da betreibe, um die 3.500 Liter. Also unten nochmal ganze 500 Liter, die du dann nutzt für Filterung und für dein Refugium und sowas. Genau. Krass. Wie ist denn dieses Becken zustande gekommen? Ja, das war ein bisschen auch herausfordernd, auch im Prinzip durch diese spitze Ecke. Was das Strömungskonzept angeht, das ist auch ein Problem immer gewesen, dass genügend Wasser, was sich natürlich hier ansammelt, auch wieder irgendwie umgewälzt wird und dann letztendlich da über den Wasserkamm wieder zurückgeführt wird. Ich wollte einerseits hier einen luftigen Riffaufbau machen, also das ganze Konstrukt sind Riffäste, keine Keramik oder sowas, was ich benutzt habe, sondern wirkliche tote Korallenäste. Tot, also du hast nicht mit Lebendgestein gearbeitet? Doch. Beides? Also der Grundaufbau, das sind diese Äste und später habe ich dann Lebendgestein aus Australien mit eingesetzt. Oh, hier ist gerade was zugegangen? Jetzt ist die große Muschel, hat sich mal auch zu Wort gemeldet. Durch die Schräge war das so ein bisschen schwierig vom Aufbau. Ich hätte natürlich auch gern eher so, ich sag mal, so einen modernen Aufbau gehabt. Flying Reef, wie man heute zu sagt, ja, aber dann hätte ich halt immer diese Schräge extrem im Blick gehabt. Also musste ich hier auch noch einen Riffaufbau machen, der letztendlich diese Front auch ein bisschen verdeckt, sage ich mal, sodass ich eigentlich so 2 Bereiche aufgebaut habe, die dann durch so eine Riffschlucht, wenn man hier schaut, ist es ja getrennt, letztendlich mal den linken Riffaufbau habe und hier eher so dieses Plateau, sage ich mal. Was bei dir enorm auffällt, was mir sehr, sehr gut gefällt, sind große Tiere. Also du arbeitest weniger mit so kleineren Frags, die du dir zusammensuchst, sondern du hast richtige Teller da drin. Wie kommt das so zustande? Also im Prinzip habe ich natürlich auch mit Frags angefangen, ja, alles kleine Korallen, beziehungsweise aus meinem alten Becken hatte ich noch ein paar Tiere, die ein bisschen größer waren, aber die meisten Tiere, die du hier siehst, das sind alles in der Größe gestartet, die Korallen. Okay. Und ich lasse denen halt viel Platz zum Wachsen. Dementsprechend habe ich jetzt auch nicht so viele verschiedene Sorten, sage ich mal, drin. Aber wenn wir zusammenzählen, sind das wahrscheinlich trotzdem 40, 50 verschiedene Acroporas. Aber ich lasse denen den Platz, dass sie sich wirklich entfalten können. Von der Wuchsform, weil das ist ja auch immer, wie die Strömung läuft, verändern die natürlich auch ihren Wuchs. So kommt es dazu, dass über 4 Jahre oder knapp 3,5 Jahre
diese Korallen dann entsprechende Größe hier abbilden konnten. Passiert dann auch, dass sie sich natürlich dann irgendwann mal schon dann treffen und auch vernässeln. Eine Koralle gewinnt dann, das ist wie im Meer, also ich möchte es natürlich schon möglichst naturnah irgendwie betreiben. Ich tauche auch und weiß, wie es im Riff aussieht, also es ist nicht so, dass da auch jede Koralle picobello aussieht, wie wir es uns eigentlich wünschen und vorstellen. Auch da gibt es genau der Kampf der Korallen, dass eine die andere vernichten möchte, überwächst und kaputt geht und so weiter. Und letztendlich hier passiert das genauso. Du bist Taucher. Ja. Du hast also sehr viel Bezüge auch zu dem ganzen Riff-Thema in echt. Wie Genau. verhält sich das mit deinem Hobby? Umweltschutz, Korallen und Fische aus dem Meer entnehmen, wie gehst du im Privaten damit um? Ja, also das Thema Aquaristik und Naturschutz ist für mich auch selbst immer wieder ein Zwiespalt, eigentlich täglich, wenn ich da reinschaue, weil ich viele der Tiere, die ich selbst halte oder auch andere Aquarianer in der Natur erleben durfte, fotografieren durfte, dokumentieren durfte. Man sieht einfach, wie die in natürlichem Habitat leben. Das wird man zu Hause natürlich nie in der Form abbilden können. Und mir ist es dann auch immer wieder, auch beim Tauchen selbst bewusst, jetzt siehst du die Tiere, wie sie im natürlichen Habitat, im natürlichen Riff leben und du kannst zu Hause das natürlich überhaupt nicht den Tieren bieten, sage ich mal. Das weit größere Problem ist natürlich, dass in der Aquaristik heute leider immer noch viele Tiere dem Meer direkt entnommen werden. Das ist wirklich ein großes Thema, sage ich mal, was mich auch teilweise belastet. Ja. Muss ich wirklich zugeben. An sich soll es ja nicht sein, dass man ein Hobby auslebt und ein schlechtes Gewissen dabei haben muss. Ja. Soll eher der Spaßfaktor und das Entspannende auch dabei sein. Und dann ist es immer gefährlich, wenn man das eben aus benannten Gründen nicht mehr so kann, wie es eigentlich sein sollte. Das stimmt, aber ich sag mal, heutzutage, zum Glück hat sich die Aquaristik ja auch da schon in eine gute Richtung, sag ich mal, entwickelt. Gerade das Thema Korallen, sehr viele Nachzuchten gibt es mittlerweile, gerade bei den SBS-Korallen oder auch großpolypigen Korallen. Aber das große Problem sind immer noch die Fische. Einerseits, dass die natürlich immer noch gefangen werden, weil da das mit den Nachzuchten noch nicht so weit fortgeschritten ist. Auch da gibt es natürlich jetzt große Erfolge. Man sieht es an dem Hawaii-Dock, den mittlerweile wirklich nachgezüchtet wird. Und auch ich habe schon viele Händler gesehen, die auch die Nachzuchten wirklich zur Verfügung haben. Pinzettfisch habe ich auch gesehen, dass Ja, die also jetzt es langsam gibt kommen. viele. Aber es ist immer noch begrenzt. Wenn man natürlich ein Becken betreiben will, das ein oder andere Tier hat natürlich auch seine Aufgabe in unserem Aquarium. Und dann wird es natürlich schwierig zu sagen, nur mit Nachzuchten möchte ich mein Becken betreiben. Und natürlich gibt es Tiere, die zum Beispiel Algen weiden oder andere Parasiten fressen, wo es noch keine Nachzuchten gibt. Und da muss man leider Gottes dann doch darauf zurückgreifen, auf Wildfänge, sage ich mal. Aber auch da kann man viel machen. Die Händler zum Beispiel fragen, wo beziehst du deine Tiere? Sind das Giftfänge? Ja, nein, also auch da tut sich etwas in der Industrie. Das hier ist ja mal eine Muschel einer anderen Größe. Ja. Wie kommt es zu so einem Brocken in einem Becken? Was ist das für eine Art? Ist das eine Derasa? Genau, das ist eine Tridacta derasa. Die habe ich damals auch vom befreundeten Aquarianer übernommen. Die war ihm zu groß, also sie war in etwa, sag ich mal, so wie diese hier schon. Ja? Ja. Und dann ist die halt Jahr für Jahr gewachsen. Die ist jetzt so ungefähr 13 Jahre ist die bei mir. 13 Jahre. Die Derasa. Die wächst auch nicht mehr. Also die hat ihr Endstadion letztendlich erreicht. Ausgewachsene Derasa in einem Becken zu Ja. sehen, ist natürlich auch mal was anderes. Ja. Ja, gehört zur Familie, also genauso wie der Hund. Und wäre noch eine Derasa. Der Pender. Wenn man jetzt so ein großes Becken zu Hause hat, ist es doch bestimmt auch so, dass im Freundeskreis immer mal darüber geredet wird. Ja. Bist du so der Aquarien-Nerd in deinem Freundeskreis? Weil man hat ja nicht immer nur Freunde aus diesem Hobby, ne? Ja, das stimmt. Also eigentlich habe ich auch gar nicht viele Freunde, die Aquarianer sind. Eher Taucher, ja. Aber ich bin schon so der Aquarien-Nerd, das stimmt schon. Und es ist auch ein bisschen bekannt hier so, wo ich wohne. Da heißt es immer, ach ja, das ist ja der von dem Aquarienhaus. Also Dachte ich mir nämlich. als wir hier eingezogen sind, da waren die Bäume noch nicht so hoch und regelmäßig draußen standen die Leute, weil man kann halt reinschauen und haben Ich von verstehe. draußen das Becken leuchten sehen und entsprechend immer geguckt. Ist auch jetzt wirklich mit Ja. im lebenden Korallenbesatz eins der größten Becken, die man so in Deutschland kennt. Du, Jetzt kommen die Antias gerade schön. ist das immer abends, dass die sich so in der Gruppe zusammenfinden? Ja, jetzt machen sie einfach, keine Ahnung, jetzt tanzen sie wieder die Männchen, das sind halt alles Männchen. Die Weibchen sind noch viele im Riff, das sind noch mehr Antias, die kommen dann
meistens abends kommen die dann noch mehr raus. Aber wie viel hast du ungefähr drin? das sind ungefähr jetzt so 45 Stück. Das Becken kann noch so groß sein. Ich habe jetzt 3.500 Liter. Das ist ein sehr großes Becken, sage ich mal, für viele Aquarianer. Ja. Aber egal, ob 3.500 oder 35.000 Liter, das ist immer noch viel, viel zu klein und hat nichts mit der Realität in der Natur zu tun. Und mir ist das auch bewusst, dass ein Doktorfisch, der hier rumschwimmt, eine Begrenzung auf 4.000, 5.000, 10.000 Liter, auch das ist eigentlich zu wenig. Ja. Wir hatten es ja mit dem Schwarm, mit den Antias, ja, dass ein Schwarm in der Natura Tausende von Fischen beinhaltet und hier auf 50 oder eben bei manchen auch nur auf 5 begrenzt ist. Und das im Verhältnis zu sehen, sollte man sich wenigstens als Aquarianer mal vor Augen halten. Absolut. Ja. Ich glaube, jeder Aquarianer ist irgendwie ein Ocean Lover, sage ich mal. Der liebt eigentlich das Medium, der liebt seine Tiere, sonst würde er es nicht betreiben als Hobby, möchte es natürlich auch schützen, aber er zerstört es in einer gewissen Weise auch mit seinem Hobby. Und das ist nicht ganz einfach immer. James Bond Raum. So, und so sieht das Hinterbecken aus. Genau, maximal alles ausgenutzt, was geht. Jawohl. Ansonsten hätte ich nochmal die Hauswand ein bisschen nach hinten verschieben können, dann wären noch ein paar Zentimeter vielleicht möglich gewesen. Das ist einmal die rechte Aquarienseite quasi. Genau, und hinten sieht man ja die Schräge. Ich weiß nicht, ob das so jetzt rauskommt. Wenig. Beleuchtung, wie gesagt, ist alles LED. Was hast du da für Marken verwendet? Das ist eine Lani. Ich habe noch ein paar Kessil-Spots eingebaut, um ein paar Effekte reinzubringen. Also gerade morgens, wenn so ein bisschen Sonnenaufgang, gibt es so wie so ein bisschen Sonnenstrahlen rein. Also das macht das alles wirklich ein bisschen lebendiger. Ich finde es ein bisschen langweilig, wenn das Licht so tot ist, so wie bei T5, sage ich mal. Ist super Licht für die Korallen, keine Frage. Aber im großen Becken gefällt mir das nicht. Also im Meer, da flackert auch alles, die Sonnenstrahlen und sowas. Mit dem Kessil kann man das eigentlich wunderbar abbilden. Wie viel Watt hast du hier so drüber? Weil das ist schon ordentlich Power, ne? Ja, das sind 14 Lanis, die haben in etwa knapp 1350 Watt plus die Kessil, ich weiß gar nicht, wie viel Watt die haben. Ich glaube, eine hat 80 oder 90 und davon habe ich 3, 4, 5, 6 Stück drüber. Dein Becken ist ja unglaublich leise. Also selbst nicht. Doch, also selbst hier hinten jetzt in diesem Technikabteil. Ja klar, aber Abschäumer und so ist ja natürlich alles im Keller. Also, stimmt. Also da ist wahrscheinlich anders. Also die Vortec, die muss man echt sagen, die sind wirklich super leise. Dann habe ich eine Close Loop noch, also 2 Stück. Das ist dann die Verrohrung, die dann letztendlich die Strömung bildet. Und es gehen noch welche ins Riff rein, das sieht man nicht. 2 Ausströmer, die nach hinten in diese Ecke reinführen, weil das ist ein bisschen, wie gesagt, tricky von der Strömung. Aber cool gedacht. Und, halt einfach die Rückförderung unten am Boden entlang gelegt zu einem Punkt, der halt sehr tot ist. Das ist die Ansaugung. Und dann geht der eine Strahl, wird hier aufgeteilt in 3 Stück und der andere geht im Riff hinten raus. Sozusagen. Ich verstehe. So, hier stehst du drauf. Da gehe ich dann hoch, ja, und kann da ein Holzbrett drauflegen, wo ich mich dann drauflegen kann, damit ich auch in die hinterste Ecke komme. Weil das ist natürlich das Problem, weil hier sind ja 3 Meter. Ja, hier sind 3 Meter. Das ist immer ein bisschen abenteuerlustig. Geil. Und um da hinzukommen, kann ich das Ganze natürlich hochfahren. Ach, das kannst du hochfahren? Das hat ein Freund von mir gebaut, genau. Also es geht natürlich noch ein Stück höher. Weißt du, was du ungefähr an Stromkosten für das ganze Becken hast im Monat? Ich weiß es nicht genau, also, aber nicht wenig. Das ist, glaube ich, jedem klar, der ein Nahwasserbecken hat. Also. Hast du schon mal richtig Pech mit deinem Becken gehabt? Ja, das hatte ich natürlich. Einerseits immer mit irgendwelchen komischen Tieren oder Parasiten, die nur ich habe. Also es gibt Freunde von mir, die nennen mich immer der Unlucky Guy, weil ich immer das bekomme, was sonst kein anderer Aquarianer hat. Das fing damals schon an mit einer Schwimmkrabbe, ich weiß gar nicht den wissenschaftlichen Namen, war so groß, später so groß und hat alle meine Fische aufgefressen immer und ich habe sie nicht rausgekriegt. Irgendwann schon und ich musste sie leider harpunieren, das war die einzige Möglichkeit. Also ich habe einen Stock mit einem Nagel repariert, wo ich sie dann irgendwann zwischen dem Riff aufspießen konnte. Boah. 70% des Fischbesatzes hat die mir geraubt. Dann hatte ich Probleme mit verschiedenen Anemonen, also jetzt nicht die typischen Glasrosen oder Manianos, da gibt es natürlich Fressfeinde, sondern mit der Seeaster nennt die sich. Und in so einem großen Becken hat man einfach überhaupt keine Chance, manuell einzugreifen und die in Schach zu halten. Also entweder man findet wirklich einen Fressfeind, den gab es nicht bei der Seeaster. Es gab einen Falterfisch, der die eventuell hätte fressen
können, aber Korallen, die wären dann genauso gefressen worden, also da hatte ich keine Chance. Also solche Sachen, ja, das sind natürlich immer Rückschläge. Auch jetzt habe ich noch ein Problem. Diese roten Belege zum Beispiel hier auf der Tridacna, das sind keine Cyanos. Also ja, hätte ich jetzt gedacht. Nicht. Nein, ich hätte echt gedacht, nein, es sind keine Cyanos und zwar ist es ein Schwamm. Ein Schwamm, der sieht aus wie Cyanos. Man kann den auch so abziehen, bildet dann immer so ein bisschen dickere Kissen, sage ich mal. Den hast du, glaube ich, auch im Riff hier. Den habe ich auch, klar. Also hier das oben ist, drauf sieht man es auch, ja. Ja, der täuschend ähnlich sieht er auch aus wie Cyanus oder auch wie wirkliche Kalkrotalgen. Also die du hier oben siehst, das sind Kalkrotalgen. Das ist nicht der Schwamm, aber das ist der Schwamm. Auch hier finde ich keinen Fressfeind. Ich habe da auch mit verschiedenen Wissenschaftlern Kontakt aufgenommen. Eine Möglichkeit wäre eventuell noch ein Halfterfisch, weil der natürlich auch sehr, sehr viele Schwämme frisst. Aber ich glaube, es ist wie immer, man setzt ihn rein, er frisst alles andere, nur den Schwamm. Genau, also hier, das Letzte, was ich glaube ich hier reinsetzen würde, wäre dann doch einen Falterfisch. Obwohl, ich habe abgesehen von dem besten Glasrosenfresser der Welt. Dafür ist er da. Und dann habe ich noch einen anderen, den Metratus. Weißt du, wo er ist? Ja, da unten ist er jetzt. Genau. Aber so richtig Crash hatte ich auch, 5 oder 6 Jahre her. Da war ich wieder beim Tauchen in Schottland, bin in Riesenhain unterwegs zum Fotografieren. Keiner war zu Hause, außer meine Mama, also eine Oma sozusagen. Und es war Sommerzeit, kann sich wahrscheinlich der eine oder andere noch erinnern, da war über 40 Grad, ein heftiges Gewitter, beim Nachbar Blitz eingeschlagen, ein Überspannungsschaden sozusagen. Und meine Technik ist ja unten im Keller. Die Hauptförderpumpe hat leider das Ganze nicht überlebt, sodass das obere System oder das Hauptbecken von dem ganzen Technikbecken getrennt war. Innerhalb von eines Tages ist wirklich die Temperatur auf 28, 29 Grad gestiegen und man kann sich vorstellen, das war dann wie eine Kettenreaktion. Die große Muschel hat angefangen abzuleichen. Es ist ja normal, dass bei Erhöhung der Temperatur die anfangen abzuleichen. Also zum Beispiel die Muschelfarmen machen das ja auch. Also vom mit Absicht quasi? Die machen das mit Absicht, genau. Die holen die ja teilweise raus und lassen die wirklich die Sonne drauf bretzeln und setzen die dann ein und dann denken die, sie sind am Sterben, also gebe ich nochmal meine Spermien und meine Eier ab. Also das ist gewollt. Wie gesagt, der Abschäumer war nicht mehr im ganzen System. Sauerstoffmangel ging innerhalb von 1,5 Tagen, ist das ganze Becken umgekippt. Ja, das war sehr dramatisch für mich. Also da ist wirklich die eine oder andere Träne auch geflossen, das kann man sich vorstellen. Ja. Ich hatte aber auch keine Chance, irgendwie schnell genug nach Hause zu kommen, weil wie gesagt, ich war da ein bisschen abseits. Ich hätte mindestens 2 Tage gebraucht, bis ich wirklich wieder hier vor Ort gewesen wäre. In der Zeit ist es halt umgekippt. Das untere System ist weitergelaufen, das war mein Glück. Und ich konnte dann doch einen Freund organisieren, der gewisse Tiere noch retten konnte. Es war aber kein Aquarianer, also es war doppelt schwer, ihm zu erklären, was er machen muss. Ja. Ich habe ihm dann noch ein altes Bild geschickt, wo ich gesagt habe, das ist eine Muschel, die musst du mir retten. Also ja. die hat sie jetzt logischerweise geschafft, wenn sie 13 Jahre lang bei dir ist. Genau, und bei den Korallen habe ich gesagt, brech irgendwas ab, wenn das noch Farbe hat und ich weiß, wie ein Skelett aussieht, dann tu das unten in mein Ablegerbecken. Tu einfach alles irgendwie retten, was nur geht. Das sind ein paar Korallen, die immer noch von früher sind. Krass. Und die jetzt auch wieder groß sind. Also das ist schon spannend. Krass. Eigentlich. Jetzt hast du angesprochen, dass jedes Tier in deinem Becken eine gewisse Aufgabe übernimmt. Viele Tiere. Nicht jedes, ja. Aber also die Antias zum Beispiel, die sind natürlich aus ästhetischen Gründen, sage ich jetzt einfach mal drin, als Schwarmfisch. Aber viele andere sind bewusst ausgewählt, also zum Beispiel die 2 Falterfische, um Parasiten zu bekämpfen oder auch die ganzen Lippfische. Ja, die hängen natürlich in Verbindung zum Beispiel mit den ganzen kleinpolypigen Steinkorallen. Viele Aquarianer kennen das. Planarien und so ein Kram. Genau, es gibt Strudelwürmer, die Acroporas, das Gewebe fressen. Ja. Die Tiere, die kann man nicht bekämpfen, indem man, also es gibt ja so Dips zum Beispiel, aber wenn die Korallen die Größe haben, tief eingewachsen sind. Eine große Salatschüssel. Ja, ich kann die auch nicht raus, man kann die ja nicht rausbrechen wieder, das macht ja alles keinen Sinn. Ja. Das heißt, man muss schon schauen, dass man immer versucht, natürlich Fressfeinde einzusetzen, ja, um letztendlich das Gleichgewicht einigermaßen im Becken aufrechtzuerhalten. Also das heißt zum Beispiel, die Lippfische haben ihre Aufgabe, die Doktoren auch, die weiden die Stellen zwischen den Korallen ab, wegen Algenbewuchs. Aber auch da
versuche ich immer, Tiere von anderen Aquarianern eventuell zu übernehmen, wenn das passt, um nicht im Aquariumladen wieder irgendein Tier zu kaufen zu müssen. Okay. Weil es gibt doch immer wieder viele, die ihr Hobby aufgeben, aus welchen Gründen, oder auch Tiere, die zu groß geworden sind für ihr Becken. Da habe ich auch 1, 2 Doktoren, die ich übernommen habe, die vielleicht nicht die buntesten und tollsten sind, ja, aber die einfach passen von dem und in meinem Becken dann doch ein bisschen mehr Platz haben als der eine ist, glaube ich, vom 800 Liter Becken umgezogen zu mir. Also ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Aber auch das ist zu im Verhältnis wieder, zu mehr. Ich glaube, da kommt man immer wieder zurück, genau, sobald es um Aquarien geht. Genau. Und wenn das im Karlsruher Museum das 250.000 Liter Becken ist, das ist eine gewisse Einschränkung, die kannst du nie umgehen. Genau. Es gibt natürlich Tiere, die auch im Meer, sage ich mal, begrenzt sind, die territorial sind. Ja. Aber wie gesagt, es gibt natürlich Tiere, die wir auch im Riffbecken benötigen in einer gewissen Art und Weise, weil sie Aufgaben übernehmen. Ich kann nicht alles abdecken, indem ich jetzt Tiere nehme, die was weiß ich, im Meer zum Beispiel auch nur auf 1 Quadratmeter leben. Es ist ja nicht so, dass... Anemonenfische zum Beispiel, die sehr standortgetreu sind. Ja. Es gibt auch viele andere, auch sehr viele, die wir pflegen, die das ganze große Meer als Spielwiese haben. Wie fährst du denn das ganze System? Also die Triton-Methode setze ich hier ein. Das ist ein sehr natürlicher Ansatz. Das ist auch das, was mir letztendlich wichtig ist. Im ganzen Habitat, was ich versuche aufzubauen, sowie auch die Korallen wachsen lasse. Das Ganze ist mit einem Algenrefugium ausgestattet, was unten im Keller ist. Ansonsten, super, habe ich auch, ja. Ja, ansonsten ist der Aufwand relativ gering, sage ich mal. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu automatisieren. Ja, Wasserwechsel ist sowieso nicht notwendig bei Triton und so kann ich dann mehr Zeit vor dem Aquarium verbringen als im Technikraum. Was ist dein Lieblingsspot vom Becken? Ich gucke eigentlich am liebsten immer so in diese Riffschlucht hier rein. Die ist geil. Boah, mit der grünen Akku hinten, gell? Vor allem dann abends, wenn dann die Antjas da so aus den Löchern ziehen, manchmal so als Schwarm. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen manchmal schon ans Tauchen. Wie siehst du das ganze Hobby in, sagen wir, 3 bis 4 Jahren? Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, nicht viel anders. Natürlich wird es vielleicht ein paar mehr Arten geben, die nachgezüchtet werden. Also wie gesagt, bei den Korallen, glaube ich, kann man auf Wildentnahmen mit Sicherheit verzichten. Ich glaube auch die in Anführungsstrichen normalen, einfachen Arten können sehr, sehr schön im Becken aussehen und auch wachsen, sodass man da wirklich auf Nachzuchten setzen kann. Bei den Fischen, wie gesagt, glaube ich, in 5 Jahren wird es enorme Fortschritte geben, aber das breite Spektrum, so wie wir es eigentlich heute kennen, das wird, glaube ich, auch noch länger dauern. Okay, du hast einmal hier deinen Technikbereich direkt unterm Becken. Du hast gesagt, dass ganz viel Wirrwarr-Technik zusammengebaut hast, aber ich sag dir jetzt eins, einen solchen Technikbereich in der Ordnung habe ich selten gesehen. Naja, ich weiß nicht. Doch, wirklich, das ist wirklich in der Größenordnung. Ich meine, wir haben hier dieses Riesenrefugium, noch mit einer schönen Mangrove drin. Genau, das eigentliche Refugium war halt der Bereich hier im Becken. Das ist eigentlich ganz simpel, also das Wasser von oben kommt hier über die Rohre runter. 4 Stück, also das eine geht da direkt und die 3 geht hier in das Refugium. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgemistet vor 2 Wochen ungefähr. Das war alles voll Algen, aber man muss die Algen ja ab und zu mal ernten sozusagen, dass da ein bisschen Luft drin ist. Sonst gehen die auch kaputt. Das Wasser geht eigentlich hier weiter. Dann habe ich hier einen großen Abschäumer von der ATB. Hier habe ich 2 Durchflussfilter. Einmal mit Aktivkohle und hier ist Phosphatabsorber drin. Das war es eigentlich an Technik. Dann geht es hier mit den 2 Rückförderpumpen im Prinzip schon wieder hoch. Und das alte Ablegerbecken sozusagen, was jetzt auch mittlerweile ein Refugium geworden ist, das hängt eigentlich nochmal als externer Kreislauf zusätzlich nochmal dran. Ansonsten habe ich noch ein Kühlaggregat. Obwohl ich LEDs nutze, kann es doch sein, dass die Temperaturen steigen und ich bin ein Freund eigentlich generell die Riffbecken kühler zu fahren. Wie viel also Grad jetzt im Moment habe ich 23,3 Grad. Ach ja, okay. Ja, also es kann auch durchaus mal auf 22,5 fallen. Das ist eher sogar positiv für so ein Riffbecken mit SPS-Korallen, anstatt zu hohe Temperaturen. Und generell maximal eigentlich so 25 Grad. Dann habe ich eine Osmoseanlage, die ist jetzt im anderen Raum, weil da der Wasseranschluss ist, ist automatisiert. Weißt du ungefähr, was du an Verdunstung hast? Zwischen 15 und 20 Liter. Gar nicht so viel. Nee, es ist gut abgedeckt so, oben eben, ne? Es ist eigentlich, wundert mich auch manchmal, aber es ist nicht wirklich viel. Für so viel Wasseroberfläche, wenn man denkt, auch oben. Die ganzen Spurenelemente, die natürlich in so einem großen Becken mit so vielen Korallen immer mal auch nachdosiert werden müssen.
habe ich dort auch automatisiert. Noch eine schöne Frage habe ich noch für dich. Wenn du wirklich Unmengen an Platz und Geld zur Verfügung hättest, was wäre so dein Traumaquarium? Oder hast du dir das damit schon erfüllt? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich es mir eigentlich damit erfüllt. Ja, schön, ja. Ich würde dann eher wirklich versuchen, auch selbst dann, wenn ich auch die Zeit vor allem hätte. Ja. Zeit ist, glaube ich, Stimmt. fast wichtiger als monetäre Gesichtspunkt, sondern auch viel mehr versuchen zu züchten. Korallen, klar, das ist alles heutzutage meines Erachtens kein großes Problem, sage ich mal, für viele Arten, aber auch im Bereich der Fische ist einiges möglich. Das wäre so ein Thema, was ich durchaus mir vorstellen könnte. Was nur in bestimmten Größenordnungen funktioniert, Exakt, wenn du genau, sagst, okay, genau. ich möchte zum Beispiel Doktorfische züchten oder wirklich Tiere, die in großen Mengen ableichen Ja. und das in so einem kleinen Maß nicht möglich ist, Genau. dass du da, okay, interessant, Exakt. finde ich cool, finde ich sehr, sehr cool. Tolles Becken, toller Typ und tolle Einstellung, Lars. Vielen Dank für die Tour durch dein privates Reich und danke, dass du auch mal über ganz andere Themen mit mir gesprochen hast. Jeder, der ein Hobby mit Tieren betreibt, ob das Pferd, der Vogel oder eben die Riesenmuschel ist, sollte mit dem größten Respekt, den er aufbringen kann, agieren. Meiner Erfahrung nach sind aber gerade die Menschen, die sich mit zum Beispiel Aquaristik intensiver auseinandersetzen, diejenigen, die ganz besonders arrangiert im Puncto Umwelt- und Artenschutz sind. Mich würde deine Meinung zu diesem Thema sehr interessieren. Like gern das Video und schreib einen Kommentar. Ich werde auf jeden Fall alle lesen und bedanke mich bei dir sehr herzlich fürs Zusehen.